Stein eingewickelt in Wolle. Wasser und ihre Hände. Viel mehr braucht Birgit Sahner nicht, um ein Fantasiewesen aus Filz zu erschaffen. Naja, ein paar Kleinigkeiten sind schon noch nötig, vor allem aber sehr viel Zeit. Es dauert immer eine ganze Weile, bis die Wolle sich wirklich verfilzt. Dazu brauchst du warmes Wasser und Olivenseife ist immer sehr gut. Die ist so schön fetthaltig. Und die Hände beim Filzen, die weichen dann einfach nur auf, aber trocknen nicht aus. Und Seife ist halt ein gutes Gleitmittel fürs Filzen. Man merkt, die Oberfläche, die verdichtet sich immer mehr. Und jetzt im Moment kann ich noch so reindrücken. Und wenn es immer fester wird, dann merke ich, dass es bereit ist zum Auswaschen. Es ist wichtig, dass die Seife ausgewaschen wird. Weil wenn die drinnen bleibt, dann wird das immer härter, die Wolle. Und bröselt dann irgendwann aus. Und da sehr viel Seife drin ist, dauert das immer eine Weile. Wichtig bei jedem Filz. So. Und damit wäre der Bauch des Wesens im Wesentlichen schon mal fertig. So, jetzt geht es mit den Ärmchen weiter. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ein Händchen und jetzt mache ich das nächste. Dafür nehme ich so einen Pfeifenputzer und wickel den und baue da jetzt so eine Hand auf. Und dafür wird jetzt nicht mehr nass, sondern trocken gefilzt. Die Nadel, die hat so Widerhäkchen und dadurch verfilzt die Wolle. Also man braucht nicht nur immer Wasser. Das Grundprinzip beim Filzen, ob nass oder trocken, die Form entsteht durch immer mehr Wolle. Allerdings sind beim Trockenfilzen deutlich feinere Strukturen möglich. Das kann man auch gut mit Bildern machen, ja, oder überhaupt, wenn man nass gefilzt hat und man möchte da ein Muster machen und da kann man mit der Filznadel fast wie malen und zeichnen. Das ist toll. Jetzt kommt das Däumchen. Der Daumen wird mit der Filznadel zuerst grob in Form gebracht und anschließend an der Hand befestigt. So entsteht Stück für Stück eine Figur. Mit der Filznadel zu modellieren braucht etwas Übung und einen guten Plan vom Endergebnis. Weil jeder Einstich bewirkt etwas, ne? Und da musst du schon wissen, was du genau vorhast. Aber es ist trotzdem ein längerer Prozess. Wenn es auch mal was nicht so gleich gelingt, dann hat man immer noch wieder Möglichkeiten, es zu verbessern. Was normalerweise einen eher unangenehmen Eindruck hinterlässt, dient hier der Kreativität. Viele kleine Nadelstiche. Ups, das passiert natürlich auch. Jetzt habe ich es ein bisschen zu schräg gehalten und dann bricht die Nadel auch gerne ab. Deshalb ist es immer wichtig, einen großen Vorrat an Nadeln da zu haben. Wie viele Nadelstiche am Ende wohl nötig sind, schwer zu sagen. Die Filzerin hat immer noch ein Stückchen mehr Wolle auf Lager. Aber das Wesen lässt den Prozess geduldig über sich ergehen, bis seine Arme fertig sind. Jetzt muss ich den Körper noch mal mehr einwickeln. Die beiden Techniken zu kombinieren ist kein Problem. Der nass gefilzte Körper lässt sich mit der trockenen Wolle weiter aufbauen. Und auch beim Trockenfilzen sollte man dann auch immer darauf achten, wenn es so die letzte Schicht ist oder es absehbar ist, dass die Wolle halt auch nicht mehr so flusig ist, sondern auch befestigt wird, wie es beim Nassfilzen auch ist. Also einfach verdichten, ob es jetzt trocken oder nass gemacht wird. Mit Wolle frei zu gestalten, ist eine besondere Erfahrung. Ich
ich mag dieses natürliche Material und auch so das Ursprüngliche. Und das hat ja die Wolle. Ja, Wolle streichelt irgendwie so meine Seele. Das ist einfach ein tolles Material. Es wärmt und es gibt dann viel Möglichkeiten, was zu machen. Allerdings muss man zugeben, dass nass zu filzen doch nach etwas mehr Spaß aussieht. Ja, also das ist auch ein entspannenderes Arbeiten, je nachdem. Also beim Nassfilzen, da kann man schon wirklich so wie so eine Meditation oder einfach nur sich entspannen bei. Natürlich muss man halt das Werk natürlich immer auch im Auge behalten. Und beim Trockenfilzen muss man schon mehr aufpassen, mehr achtsam sein. Das ist irgendwie auch wie beim Zeichnen. Ja, da musst du auch genau gucken, was du machst. Und hier musst du bei der Sache sein, damit du dich halt auch nicht piekst, dass die Nadel nicht bricht. Eine der wichtigsten Eigenschaften, die man beim Filzen braucht, ist ganz einfach: Geduld. Und du lernst es auch, die Geduld, ja, wenn du dich mit Filzen beschäftigst. Das kommt dann, egal ob nass oder trocken. Gehen wir jetzt mal an den Kopf. Kopfloses Wesen. Vielleicht ist es ein Zeichen von höherem Realismus, dass der Kopf des Wesens außer Wolle kein weiteres Innenleben besitzt. Eine verfilzte Wollkugel, das genügt. Ich mache jetzt erstmal die Gesichtszüge. Fange mit der Nase an. Spitze Nase, runde Nase. Spontan entscheidet sich die Filzkünstlerin für die spitze Variante. Aus weiteren Wollknäueln entstehen langsam die Gesichtszüge und die Form des Kopfes. Ja, der Kopf, der fordert immer die sensibelste Arbeit. Warum soll es bei Fantasiewesen auch anders sein als bei echten Menschen? Der Weg zum Erfolg führt über Aufmerksamkeit und Zuwendung. Kreative Arbeit bedeutet Hingabe. Im Grunde genommen musst du in dir auch ruhig sein. Ne? So gut, es ist schon auch so eine Sache, dass du auch in die Stille gehst, kommst. Konzentrierst dich dann so auf deine Sache, aber bevor man das anfängt, dem muss man sich schon bewusst sein. Es ist jetzt nicht einfach mal so schnell gemacht. Unzählige Nadelstiche später kann endlich zusammenwachsen, was zusammengehört. Zwischen Kopf und Körper filzt die Nadel ihr Geflecht aus Wolle. Aber es dauert noch eine ganze Weile, bis das Wesen eine ähnliche Form annimmt wie diese. Als nächstes sind die Augen dran. Die werden offensichtlich blau und ein bisschen gelb. Die Künstlerin hat es in der Hand, wie die Farben durch das Verfilzen ineinander verschwimmen. Ein Prozess, der Glücksgefühle auslösen kann. Und es erdet auch. Wenn ich jetzt andere Dinge mache und war irgendwie etwas sehr bewegt und so weiter und ich setze mich hier an den Tisch und fange einfach mal an zu filzen, kommst du runter. Das ist echt. Also Filzen an sich tut halt auch so einfach unwahrscheinlich gut. Und auch so das Einfache, ne? Du brauchst nicht viel. Und du musst selber halt dann ja, ruhig werden. Und was mit den eigenen Händen zu machen, das tut immer gut, egal was es ist. Das Kreative überhaupt. So, dann machen wir jetzt die Ohren. Es versteht sich fast von selbst, dass so ein Fantasiewesen nichts mit kleinen Ohren anfangen kann. Diese hier sind standesgemäß.
Aber auch die schönen großen Ohren haben ihren Preis. Sie kosten noch eine Nadel. Die wievielte war das jetzt? Oh, ich zähle da nicht mehr. Aber bei 5 bin ich auf jeden Fall schon. Ja, das ist auch so, jetzt macht ihr das mal ein bisschen schnell, ja, wenn man sich das so denkt und schwupps, ist abgebrochen. Es ist zwar ein alter Spruch, aber er stimmt immer noch. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist natürlich auch eine Willenssache, ne, das Filzen. Eine Ausdauersache. Sein Werk auch wirklich fertig zu bekommen. Wenn man dann da nochmal eine Delle sieht und dort nochmal eine Delle. Und die Augen fangen schon an zu leuchten. Dabei hilft die Filzerin mit weißer Wolle noch ein bisschen nach. Die rote Wolle ist, na, was wohl, genau, für die Zunge bestimmt. Ja, sieht doch schon süß aus. Ja, dann mache ich jetzt die Schuhe. Welche Farbe? Das ist eigentlich ganz simpel. Habe ich wieder so einen Strang und den wickele ich mal einfach zusammen. Und wenn man das schon ein bisschen fester wickelt, dann hat man sich auch ein bisschen Arbeit vom Einstechen gespart. Die grünen Schuhe wachsen mit noch mehr grüner Wolle am Körper fest. So kommt das kleine Fantasiewesen irgendwie auch gleich zu einer Hose. So, dann mache ich jetzt noch so Perlchen in das Auge. Das ist immer echt ein schöner Effekt. Das ist nur ziemlich fieselig immer. Auch beim Augenglanz kommt wieder eine Nadel zum Einsatz. Die Perlen werden im Auge festgenäht. So ganz allmählich könnte man meinen, beginnt das Wesen zu leben, aber noch ist es ein bisschen nackt. Für Hemd und Mütze schneidet die Filzkünstlerin erstmal 2 Inlets. Dafür nimmt sie eine Anti-Rutschmatte aus Kunststoff. Die Kleidung selbst wird natürlich aus reiner Wolle gemacht. Aber ganz bunt. Was auch schön ist, wenn man sich die Wolle, mehrere Farben, die Hand nimmt, so, und dann so abstreicht. Da kann man die schon schön mischen. Und durch das Wasser vermischt sich das auch noch mal ein bisschen. Also die Struktur verändert sich dann. Wir ahnen es schon, ab jetzt wird wieder nass gefilzt. Die Seifenlauge sollte übrigens schön warm sein. Ist nicht nur angenehmer für die Hände, sondern auch besser fürs Filzen. Wenn die Wolle einigermaßen fest ist, kommt die zweite Seite dran. Das Grundprinzip ist natürlich dasselbe. Viele Wollfasern und das Ganze schön bunt. Beim Einseifen nicht vergessen, die Seife sollte hautschonend sein. Rückfettende Olivenseife ist ideal. Tut der Wolle auch gut. Die Seife kann ja auch die Wolle austrocknen. Ne? Ich meine, die hat ja auch irgendwo noch so ein bisschen Fett an sich. Lanolin. Zum Andrücken der Seifenlauge nimmt die Filzerin eine einfache Noppenfolie aus Plastik. Damit die Wolle nicht an den Händen hängen bleibt und man hat es dadurch auch leichter. Das Wasser wird langsam durch die Wolle gedrückt.
Früher hat man Fliegengitter genommen oder alte Gardinen, ne? Geht auch. Aber ich finde es so mit der Noppenfolie irgendwo noch am angenehmsten, weil durch die Gardinen ist dann die Wolle durchgekommen. Wenn man das zu lange drauf lässt, hat man dann die Gardine mit eingefilzt. Das passiert bei der Noppenfolie nicht. Oh, schöne Farben. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Das tut so gut. So, und jetzt heißt es auch hier wieder lang reiben. Reiben, reiben, reiben. Macht zwar auch Arbeit, hat aber einen Vorteil. Bei den nass gefilzten Kleidungsstücken kann man sich das Nähen sparen. So, nehme ich mal das Inlet raus. Der nächste Arbeitsschritt ist das Walken, das die nass gefilzte Wolle noch fester werden lässt. Und wenn sich der Filz dann noch so dehnt, ist es auch mal ein Zeichen, dass er noch nicht fertig ist. Also darf nicht mehr ganz so elastisch sein. Das ist auch mal wichtig, wenn man dann so gewalkt hat, dass man immer wieder das Filzstück aufmacht und schaut, dass sich das nicht wieder irgendwo zusammenfilzt. Da gibt es auch, dass man auch zu lange walken kann und dann wird das Stück immer kleiner. Kommt auch immer drauf an, was man halt filzt. Wenn man jetzt Hausschuhe filzt, dann muss man wirklich richtig gut walken, damit sie stabil sind. Und wenn man jetzt aber sowas macht wie ich jetzt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn das nicht so richtig fertig gewalkt ist. So, dass es einfach wirklich gut hält und stabil hat ist für seine Zwecke. Fast fertig. In die lange Zipfelmütze müssen aber noch 2 Löcher geschnitten werden. Wofür die wohl sind? Na, ist doch klar. Passt schon mal. Auch bei den Kleidungsstücken das Auswaschen nicht vergessen. Die ganze Seife muss wieder raus. Jetzt geht's an die Haare. Oh, das ist zu kurz. Ja. Da mache ich mir jetzt ganz viele kleine Schnürchen. Wie so Threads, ne? Dreadlocks sind ja eigentlich nur verfilzte Haare und das passt dann ja ganz gut. Sie zu machen ist zwar einfach, entwickelt sich am Ende aber doch zu einer längeren Prozedur. Schließlich kann man so ein buntes Fantasiewesen nicht mit 3 Härchen abspeisen. Da braucht's schon etwas mehr. Noch mehr. Und noch mehr. Okay, mit dieser Haarpracht kann sich die Künstlerin anfreunden. Statt zu kämmen, wird hier nochmal kräftig gewalkt. Ein bisschen wie bei echten Dreadlocks. Die Frisur sitzt perfekt. Zum besseren Halt kommt noch einmal die Nähnadel zum Einsatz. Fast wie beim Schönheitschirurgen, tut der Figur aber nicht weh und geht deutlich schneller. Die Haare haben das frisch gefilzte Wesen völlig verändert.
was allerdings auch eine Schattenseite hat. Ja, durch die Haare hat er jetzt natürlich ein bisschen ein hinteres Übergewicht. Jetzt machen wir erstmal die Augenbrauen. Auch bei den Augenbrauen setzt die Filzkünstlerin noch einmal auf das bunte Grundmuster. Das Wesen soll schließlich Lebensfreude ausstrahlen. Den sicheren Stand erreicht sie mit Leichtigkeit durch mehr Wolle am Sockel, an den Schuhen. Und schließlich bekommt das Wesen seine Kleidung. Oh, da der dicke Bauch durchgeht. Durch ist er. Das ist so praktisch bei dem Filz. Kannst du einfach mit was Spitzem durch. Und es franzt nicht aus. Schwupp. Und die Mütze. Und jetzt wird klar, was Birgit Sahner hier geschaffen hat. Sieht aus wie ein bunter Reggae-Kobold. Ja, doch, das ist ein Kobold. Kobold der Lebensfreude. Und zwar einer, der sich besonders freut, gleich am Anfang seines jungen Lebens so richtig im Rampenlicht zu stehen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.